Hallo, liebe Community, hier ist mal wieder der Chris und durch Augenzeugenberichte habe ich erfahren, dass ihr auf ein neues Video zur Printense V4 wartet und das wollen wir heute mal machen. Wie ihr seht, Chrissy hat den Tisch schon gebaut, euch fehlt ein bisschen dazwischen, ich weiß, ihr habt das letzte, was ihr gesehen habt, waren die Treiber bzw. ja, der Stromkasten. Der Stromkasten ist hinter mir, unten unterm Tisch, hier unten werden noch Türen reinkommen. Das wird alles gedämmt, kommen noch Platten rein, hier sitzt dann der Staubsauger, das ist alles drin. Ne? Das wird auch gedämmt, damit das schön leise wird da drin. Müssen wir uns noch was überlegen, wie wir das hier mit den Türen machen, weil ich muss ja vorne an den Stromkasten rankommen bezüglich Notaus und so weiter. Aber das lasst mal meine Sorge sein. Und hier kommt natürlich noch ein Dach drauf auf die Maschine, weil die natürlich die Späne hier nicht im Raum rumschießen soll. Und das muss auch gedämmt werden, ja, damit es leise wird. Die Fräse steht jetzt hier auf diesem Tisch. Das ist übrigens der Tisch aus dem Wiki. Ja, also im Wiki gibt es eine 3D-Zeichnung von dem Tisch. Den habe ich danach tatsächlich gebaut. Das war sehr, sehr gut. Also ist sehr durchdacht und einfach machbar. Was wir brauchen, sind ein paar lange Schrauben, Holzschrauben. Wir brauchen einen 4er Bohrer zum Vorbohren, damit das Holz nicht wegplatzt, wenn man da durchbohrt mit der großen Schraube. Ein paar kleine Bauschrauben, um die Platten hier drauf zu machen. Ich habe jetzt hier zweiteilige Platten verwendet, weil eine einteilige nicht möglich war. Also ich habe ja 1350 x 1350 mm. Die Platte gab es in der Größe nicht, deswegen habe ich die zweigeteilt und hier oben auf dem Dach, die wird auch zweigeteilt sein. Ja? Und die hier unten drin, die haben ja alles gleiche Maß. Ja? 1350 x 1350. Da muss man halt bei den unteren, muss man dann halt hier die Beine aussägen. Aber das mache ich dann alles mit einer Japansäge ganz fein und in Ruhe, sage ich mal. Ja? Also hier unten gibt es ein Apartment. Da wird das Vakuum drin sein, da wird der Kompressor drin sein, da wird der Zyklon drin sein, der Zyklonabscheider und der Staubsauger. Ja, das wird hier alles unten drin sein. Das geht, das habe ich schon anprobiert, das passt. Viele Fragen kommen zur Printense, ob ich die hier auf dem Tisch festmache. Also ich persönlich mache sie nicht fest. Hier kommen jetzt nur 1 mm dicke Anti-Rutschmatten noch drunter. Kleine Streifen unter jedem Beam. Und mir ist natürlich auch noch was aufgefallen bezüglich der Platte. Diese Holzplatte, die ihr hier seht, ja, oder Holzplatten, das ist ja nur ein Provisorium fürs Bauen. Ja, die bleiben hier nicht drauf. Und deswegen soll da eigentlich eine Aluplatte drauf. Und die wollte ich so 15, 20 mm stark machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß machen wir die? Ich dachte, ich mache die einfach so groß, wie meine Fräse ist, ja, und fräse mir dann den Bereich ab, den ich zum Bearbeiten brauche. Der muss ja nachher plangefräst werden von der eingestellten Fräse. Da kommen wir noch zu. Wenn ich jetzt aber eine Platte habe, die so groß ist, dann kommt die Fräse natürlich nicht überall hin. Und dementsprechend kann ich diese Platte dann nicht planfräsen. Was eine Idee wäre, dass man sagt, man nimmt eine Aluminiumplatte, 15-20 mm stark, gegossen, 50-83er, und macht die so groß, wie die Bearbeitungsfläche ist, die wir haben, wo die Fräse hinkommt, und den Rest kleiden wir mit Holz aus. Und so wird es bei mir auch kommen. Ich habe keine T-Nuten, ich will auch keine MDF hier haben, sondern das wird eine Aluplatte, die so groß ist wie unsere Bearbeitungsfläche, ein bisschen größer, 65 cm x 65 cm. Wir können dann mit einem entsprechenden Planfräser, 20 mm Durchmesser, können wir halt auch über die ja, wie soll ich sagen, über die Bearbeitungsfläche hinaus fräsen, ist ja klar, weil ein 20 mm Planfräser hat ja von der Mitte aus 10 mm zu jeder Seite. Und wenn ich auf 62,5 cm ist mein Endmaß sozusagen, das ist die Diagonale jeweils des Quadrats, was die Fräse bearbeiten kann. Wenn ich da 65 cm nehme, dann kommen wir da auch noch hin, möglicherweise. Ja, wie gesagt, ich werde die aber möglichst genau bestellen mit 62,5 cm. Die müssen wir dann natürlich so positionieren, dass die Fräse an die entsprechenden Stellen rankommt, um die plan zu fräsen. Und da ist natürlich die Frage, kommt sie denn hier vorne hin? Kommt sie denn da nach ganz hinten hin? Also nach ganz hinten kommt sie natürlich nicht, das sehen wir ja schon, weil sie auf dieser Seite von der X-Achse ist, vom Gantry. Das heißt, wenn das Gantry hinten gegenfährt oder fast hinten gegenfährt, dann kommt natürlich die Spindel nicht bis nach da hinten. Das heißt, da verlieren wir schon mal Weg. Und jetzt habe ich mir das mal angeguckt, wo genau die Aluminiumplatte sitzen wird. Das wird nämlich hier vorne links sein und dann wird sie aber leider über den mittleren Beam, der hier drunter ist, ne, über den mittleren Beam, wird sie hinweg stehen. Und zwar ein ganzes Ende. Ja. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen, denn wir wollen ja, dass die Grundplatte, die Baseplate, dass die überall vernünftig aufliegt und dass wir die auch komplett planfräsen können, damit wir eine definierte Oberfläche haben, auf der wir dann
erst unser Befestigungsmaterial drauf machen, beziehungsweise dann unsere Opferplatten. Also ihr müsst oder ihr dürft auf der Baseplate, die ihr plan gefräst habt, das ist euer Maschinenbett, da fräst ihr nicht durch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, so wie ich hier, eine Holzplatte habt als Baseplate, ja, und ihr habt zum Beispiel eine Opferplatte, das ist jetzt mal hier die Tastatur, ja, und ihr habt jetzt ein Bauteil, das ist, sagen wir mal, das hier, dann dürft ihr natürlich das Bauteil nicht auf eure Baseplate schrauben und da drauf rumfräsen. Ihr könnt es machen, wenn ihr hier außen nicht drumherum wollt, wenn ihr nur hier oben eine Bearbeitung macht zum Beispiel, ja, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr aber runter müsst auf den Boden, also es irgendwie ausfräst, dann muss hier eine Opferplatte dazwischen. Ja. Das heißt, die Baseplate, die ihr plan fräst, die eure Fräse sozusagen darstellt, euer Grund, euer Basement, da wird niemals drauf gefräst. Ja, wir werden da nur drauf fräsen, wenn wir die ganzen Löcher machen für die Befestigung. Einmal hier auf dem Rahmen und einmal natürlich in einem 30er oder 40er Abstand machen wir hier 100.000 6er Löcher, die werden wir fräsen. Das kann die Fräse alleine machen. Und wir werden da natürlich noch Gewinde schneiden. Das wird noch lustig, weil ich habe mit einer Fräse noch nie Gewinde geschnitten. Aber Jens hat mir versichert mit seinen ganzen Guides, ne? Jens ist der die Z-Plate gemacht hat. Er hat mir gesagt, mit den ganzen Guides zum Gewindefräsen ist das kein Problem, das kann jeder. Ich habe mir das auch schon angeguckt auf YouTube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da werden noch 1000 Fragen kommen und wir werden bestimmt irgendwas abbrechen und kaputt machen, aber das gehört dazu beim Lernprozess. Ja, das ist eingeplant. Ich habe für über 400 € Fräser gekauft, also von daher, da werden wir, ja, da können wir ein bisschen was kaputt fahren. Werden wir auch. Wird auch definitiv passieren. Ist einfach so, bleibt nicht aus, man denkt nicht an alles und dann geht mal was kaputt. Also 62,5 x 62,5 Aluminiumplatte, 20 mm stark, die habe ich jetzt schon bestellt. Dann müssen wir noch einen dritten Beam einbauen oder einen vierten, und zwar den in der Mitte und dahinter, ungefähr so 20 cm dahinter, kommt noch ein Beam. Das heißt also, ich muss die ganze Fräse hier rausrücken, ja, muss dann da wieder die Bohrhilfe anlegen, muss da wieder meine Gewinde schneiden und mache das Ganze auf der anderen Seite auch. Der Tisch ist ja noch beweglich, der ist ja rollbar, noch steht er auf Rollen, nachher werde ich ihn dann absenken. Ja, sind Rollen drunter, dass man hin und her schieben kann. Und dann schiebe ich ihn auf der anderen Seite raus und kann dann hier auf der Seite den Beam unten befestigen. Wie der da auch immer nachher dran ist, solange wie wir das hier nicht auseinanderschrauben, ist unsere Geometrie ja noch da. Das heißt, da passiert nichts, aber wir haben den großen Vorteil, dass unsere Aluplatte da aufliegt. Ja, das heißt, ich habe jetzt einen vierten Beam bestellt beim selben Hersteller, weil die Qualität war super geil. Ja. Ich habe natürlich noch Farbe und alles da, dann werden wir das noch schön blau machen. Dann werde ich noch Deckel drucken. Ich muss sowieso noch ein paar Deckel drucken. Und dann kommt der vierte Beam da rein, dann kommt die Platte drauf. So, wenn das soweit ist, das werde ich mit euch zusammen machen, auf jeden Fall die Platte drauf machen, weil das müsst ihr dann auch verstehen, wo die hin muss, weil die Fräse kommt nicht überall hin. Ja, die kommt hier links nicht überall hin, also es wird irgendwo hier wird es enden und auf der anderen Seite auch, weil sie kann natürlich auch nicht komplett nach rechts fahren, ja, wegen der Achskonstruktion. Dann, nachdem wir dann die Platte hier drauf haben, werden wir uns eine Referenzfläche erzeugen. Das kann zum Beispiel eine Glasplatte sein, das kann eine 3D-Druckglasplatte sein, das kann ein Messstein sein, wenn ihr habt. Also ich werde wahrscheinlich aus der Firma, werde den Chef mal fragen, wir haben so einen großen viereckigen Messstein mit einem Loch in der Mitte drin, der ist schön plan, da kann ich dann auch meine Sachen suchen. Was wir machen ist, wir machen dann auf unserer Baseplate, die noch nicht geplanfräst ist, die ist nur plan gefräst vom Hersteller, ja, also einmal drüber, das heißt noch nicht, dass sie plan ist zu unserer Anlage. Und wenn wir die Aluplatte verbaut haben, dann machen wir auf dieser Aluplatte, erzeugen wir eine Referenzfläche und mit dieser Referenzfläche richten wir unsere Achsen aus. Ja. Und das ist ja das, worauf ihr wartet. Ich weiß, ich bin da auch dran, aber das Material ist noch nicht da, ich kann es nicht ändern. Was wir auch noch machen müssen, das hättet ihr schon machen müssen, habe ich vergessen zu sagen, ist, wenn der Roller oben drauf ist, auf der X-Achse und die Kugelumlaufspindel ist noch nicht drin, dann müsst ihr mit einer Messuhr, ich habe hier so einen Messuhrhalter und eine Messuhr, müsst ihr vom Roller, also von der oberen Linearführung runtermessen auf die andere, also ne, so da drauf messen und dann hin und her fahren, dass eure Linearführung, die müssen absolut parallel sein. Ja, wir reden davon null Abweichung, weil wenn die zum Beispiel so steht oder so, ja, also ich mache es mal mit der Hand so, ja, oder so, dann wird eure Achse beim Fahren, wird die anfangen zu kippen. Also die X-Achse, ja, die kippt dann hier nach vorne oder kippt nach hinten oder sie verdreht sich auch. Das wollt ihr nicht. Deswegen müsst ihr diese beiden Linearführungen absolut parallel machen. Wie gesagt, oben auf den Roller
oder auf die Linearwagen einfach die magnetischen Messuhrhalter dran, eine Messuhr dran und runter messen gegen die andere Dings. Ja, das liegt also vor allen Dingen daran, dass die von Hause aus eben nicht gerade sind. Also der Chinese halt TNC, die verpacken die wirklich gut, aber die sind halt nicht immer gerade. Ja, das heißt, wir reden ja hier von Hundertsteln, Zehnteln und so weiter. Wenn ihr das Ganze dann ausgerichtet habt, dann könnt ihr den Scheiß eben zusammenbauen. Das habe ich euch vergessen zu sagen. Auch mit der Parallelität dieser beiden Achsen. Da habe ich im Prinzip die Achse festgemacht, also die Linearführung, und habe die ein bisschen losgelassen. Habe dann das Gantry zusammengebaut und bin dann ein paar Mal hin und her gefahren und habe dann mit dem Hin- und Herfahren habe ich dann auf der rechten Seite entsprechend mehr Schrauben befestigt, so dass wir hier absolut gleich sind. Die müssen auch absolut parallel sein. Das ist aber alles machbar, weil die Linearführung im Schraubenloch kann die sich ein bisschen bewegen und dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall problemlos das Ganze ausrichten. Da geht es auch noch nicht um Tausendstel, aber die sollten halt schon auf Null gleich sein. Ja, also es gibt Leute, die messen dann hier mit einem Riesenwerkzeug rüber. Das ist natürlich Hardcore. Für uns ist das jetzt nicht so machbar. Wir haben nicht solche großen Messgeräte und auch im Discord von der PrintNC sind sehr viele CNC-Jünger, die das sehr genau nehmen. Die haben sich dann riesengroße Sachen gebaut mit Linealen und alles, um dann von diesem Roller hier, von dem rechten, rüber zu messen auf die Linearführung auf der linken Seite, um dann genau die auf Null auszurichten, dass die schön parallel sind. Und ein bisschen verzeiht sie euch, aber wenn ihr das nicht gut macht, dann kann das anfangen, dass die Achsen sich verklemmen. Ja? Wenn ihr also schnell fahrt nachher, hohe Rapids, wir reden da von über 10.000, ja, dann kann es sein, dass die binden, nennt man das, oder Binnen, die klemmen einfach. Genauso mit der Kugelumlaufspindel. Die kann, wenn das Face, also die Vorderseite des Rollers nicht schön rechtwinklig zur Linearführung geschliffen ist, dann kann sein, dass die Spindelmutter sich auf der KGT verklemmt. Ja, und dann habt ihr ein Problem. Der Vorteil, wenn sowas bei mir passieren würde, ich habe schon probiert, passiert nicht, aber wenn das passieren würde, dann haben wir hier natürlich die Closed-Loop-Motoren, die das sofort merken. Also ich habe schon ein paar Mal beim Spielen hier rumgebastelt, bin irgendwo gegengefahren, das haben die sofort gemerkt. Ja, also dann gehen die sofort auf Störung. Das ist gut zu wissen. Ja, also die Platte muss kommen, dann habe ich natürlich den Stromkasten auch noch nicht ganz fertig. Die Spindel ist zwar hier schon drin, aber sie ist noch nicht angeschlossen. Ihr seht auch, Wasser habe ich auch noch nicht angeschlossen, weil ich die wahrscheinlich noch mal rausnehmen werde, die Spindel, wenn ich hier den 4. Beam einbaue, damit die nicht so schwer ist, die Fräse. Und die Frage war ja auch, ob ich die befestige, die Fräse auf den Tisch. Nein, werde ich nicht. Hier kommen nur kleine 1 mm starke Anti-Rutschmatten drunter. Ja, dass die da stehen bleibt, wo sie ist. Aber die ist eigentlich so schwer, die bleibt da stehen, wo sie ist. Normalerweise. Ja, natürlich bewegt die sich ein bisschen, aber da soll sie ja eigentlich nicht. Ne? Das Maschinenbett soll immer sturdy, soll immer fest und stabil sein, aber das reicht für mich als Hobbyfräse. Ja? Also meine Fräse wird nicht 100 Millionen Rapids 100 Millionen Millimeter pro Minute Rapids machen, also macht die nicht, sondern die wird ganz smooth ihre Fräsarbeit machen. Ich habe Zeit. Ja, ich bin niemand, der produziert für irgendjemanden. Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Ich nehme die Vorschübe, die ich fürs Werkzeug und die Drehzahl brauche. Aber ansonsten die Rapids, also G0, die werden hier nicht mit 15.000 gemacht oder so. Das brauche ich nicht. Also 8.000 bis 10.000 kann ich schon fahren. Das habe ich schon probiert. Das geht. Und Z ist natürlich auch schön, wenn Z ein bisschen schneller ist. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Masse. So eine Spindel, die wiegt ein paar Kilo. Muss man jetzt nicht unbedingt übertreiben. Aber wenn ihr das wollt, die PNC, wenn sie gut gebaut ist, könnte das. Ja, es gibt Leute, die haben 15.000er Rapids und, weiß ich nicht, 2.000er Beschleunigung oder so. Das ist schon, für eine Hobbyfräse ist das schon verdammt gut. Ja, also die macht dann schon richtig Lack. Ja, und die hat auch Power. Die kann also mit der Spindel, kann die auch ein bisschen was reißen. Wobei die Spindel, man muss dazu sagen, das ist eine 2,2 kW Spindel. Das klingt immer viel. Und das ist natürlich im Gegensatz zu dem Billion-Scheiß, den man sonst auf YouTube sieht, ist das, diese ganzen Motoren hier, ne, Brushless-Motoren oder so, ist das natürlich schon eine Monsterspindel. 2,2 kW ist schon ordentlich. Aber die hat auch gar nicht so viel Drehmoment. Das heißt, ihr müsst wirklich Drehzahl haben, ihr müsst Vorschub haben, damit der Span auch wirklich abgeht. Die hat gar nicht so viel. Die hat bloß ein paar Newton. Das ist nicht viel. Ja? Und wenn ihr die Drehzahl runternehmt, weil ihr zum Beispiel irgendwas Großes fräst mit 8.000 oder 10.000 Umdrehungen, dann kannst du die fast anhalten, die Fräse, mit der Hand. Ja, es ist verrückt. Also das ist eine 2,2 kW Spindel, aber die hat gar nicht so viel Drehmoment. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm. Das braucht sie eigentlich im Normalbetrieb auch nicht.
Mehr Drehmoment bräuchten wir, wenn wir schneller bearbeiten wollten, schneller fahren wollten, ne? Oder mit größeren Werkzeugen. Aber das ist hier nicht der Fall. Nachdem wir das Ganze dann gemacht haben, das heißt, ich habe hier unten die Bretter drin, ich habe den Stromkasten fertig gebaut, also Spindelkabel muss ich noch anschließen, ich muss meinen PC, ich habe hier einen alten PC noch gefunden im Keller, der wird das hier steuern. Ich wollte eigentlich einen Raspberry Pi nehmen, der liegt hier unten, Raspberry Pi 5. Habe mich dann aber entschieden, ich mache das lieber doch mit einem PC, weil da kann ich dann auch noch ein bisschen CAD drauf machen. Das heißt, hier kommt ein Halter an der Wand mit einem Monitor, die Tastatur und Maus. Seht ihr hier schon, ne? Da habe ich hier so eine Funktastatur mir besorgt mit einer kleinen Maus dazu. Da wird hier nicht ein Halter sein, dass wir hier dann halt unseren PC haben. Oder hier so ein Ständer da drüben auf der anderen Seite. Oder es wird hier eine Fräse angeschraubt. Ich weiß es noch nicht, wie ich es machen will. Wahrscheinlich wird es dann hier oben an diesen Ständer angebaut, den ich hier baue. Ne? Also hier kommt ja jetzt noch ein Ständer hin, dass das Dach nachher drauf kommt. Dass ich da vielleicht das Ganze dann anschraube. Dann habe ich dann meinen Monitor, meine Tastatur, dass ihr den Scheiß hier direkt an der Maschine habt. Ja? Die Sachen müssen an der Maschine sein, nicht irgendwie mit einem Tablet oder mit einem Browser. Das werden wir verwenden, zeige ich euch auch. Das ist ziemlich geil mit NC-Sender, was wir da alles machen können. Aber der richtige Fräsjob wird von dem Computer gestartet, den ihr hier an der Maschine habt. Nicht aus der Ferne irgendwo. Ja? CNC-Fräsen ist kein 3D-Drucken. 3D-Drucken ist Fire and Forget. Ja? Ich lade irgendwo einen G-Code rein, drücke Start und dann druckt er 27 Stunden und ich brauche da gar nicht hingucken. Solange wieder kein Spaghetti macht, macht er das. Ja? CNC-Fräse heißt, ihr seid die ganze Zeit dabei. Die ganze Zeit. Wenn der Fräsjob 40 Minuten dauert, dann sitzt ihr 40 Minuten vor der Maschine. Denn es kann immer irgendwas passieren, es kann Fräse abbrechen, was auch immer. Irgendwas kann sich verklemmen, irgendwas kann wegfliegen, was auch immer. Feuer zum Beispiel könnte auch passieren, durch Funkenregen oder sowas, dass hier drin in einem Fräsbehälter sich irgendwas ansteckt. Ne? Das ist nämlich die nächste Frage gewesen, wenn ihr den Holztisch hast. Das ist ja super gefährlich, ja, wenn hier irgendwelche Späne rumfliegen. Hier kommt noch mal was drauf. Hier kommt noch mal eine feuerfeste Unterlage drunter. Und dann kommen hier die Dings drauf, die Anti-Rutschmatten und da kommt dann die Fräse drauf. Ja, also das müssen wir schon machen, weil hier natürlich auch heiße Späne rumfliegen. Da könnte sich natürlich was entzünden, was wir nicht wollen bei einem Holztisch. Ne? Dementsprechend müssen wir da auch noch mal ein bisschen Vorsorge treffen. Ja, und wenn wir das alles haben, wenn die Platte hier drauf ist, der Kasten hier drunter ist fertig, das Gehäuse baue ich ganz zum Schluss mit der Dämmung, dann fangen wir an mit dem Tram und Trim für das Squaring, was wir auch noch machen müssen, also die Rechtwinkligkeit der X-Achse zur Y-Achse. Dafür brauchen wir einen etwas längeren Stab, sage ich mal, mit ein paar Löchern drin. Ich habe jetzt eine alte Linearführung aus dem Keller rausgekramt, die werden wir verwenden. Das heißt, wir werden 2 virtuelle Dreiecke auf der Maschine anfahren, werden die ausmessen und werden diese 2 virtuellen Dreiecke dann in ein Python-Skript eintippen und dieses Python-Skript rechnet dann aus, wie rechtwinklig, wie viel Grad wir raus sind aus der Rechtwinkligkeit. Und das müssen wir ein paar Mal machen und ändern tun wir diese Werte, indem wir die entsprechenden Endstoppschrauben raus oder reindrehen, je nachdem. Und dieses Python-Skript rechnet euch eben aus, auch auf welcher Seite ihr was tun müsst, links oder rechts. Und ob ihr raus oder rein müsst mit der Schraube. Ja, also das Tool sagt nicht rein oder raus mit der Schraube, sondern es sagt nur, ihr sollt den Endpunkt um, weiß ich nicht, 0,3 mm rausdrehen oder so. Ja, das kann man ja alles mit einem Messschieber machen. Dann messen wir das Ganze nochmal und so weiter und so fort. Ja, also da werden wir auf jeden Fall Spaß haben. Diese Stange oder was auch immer ihr braucht, müsst ihr euch so vorstellen, ihr braucht etwas, wo ihr also eine Stange, auf dieser Stange habt ihr 2 immer wiederkehrende Punkte, die ihr antasten könnt. Es gibt Leute, die nehmen ein Aluminium-Extrusion-Profil, kleben da 2 wie heißen die denn in Deutsch? Bearings, Kugellager drauf, ja. Und diese Kugellagerlöcher können wir antasten mit unserer Probe, ja, können wir machen. Es gibt Leute, die nehmen dann auch hier so Präzisionseisenstangen, ja, die packen sie in eine Spindel vorne rein und fahren dann in das Loch rein. Ja. Und ich sag mal so, dieses Squaring ist so ausgelegt, dass selbst wenn ihr hier beim Proben oder beim Reinfahren mit der Spindel mit so einem 8er Messdorn nicht ganz da drin seid, also euch da ein paar, weiß ich nicht, Hundertstel oder ein paar Zehntel daneben bewegt, ist das auf die Gesamtrechnung, sind das 0,000%, irgendwas, 0,0023% oder so.
Das bedeutet also, das Squaring wird sehr genau, auch wenn ihr nicht unbedingt super genau seid bei der Messung. Ja? Also das ist schon mal ziemlich cool. Wie gesagt, ich werde eine Linearführung nehmen, eine alte. Da haben wir ja im Prinzip die Tasche von der Imbusschraube, die ist ziemlich groß. Die können wir dann mit die Mitte antasten und dann haben wir jeweils 2 Löcher. Ja? Und wir brauchen eine Stange einmal so hingelegt und einmal so, also so lang und einmal so lang. Und dadurch ergeben sich 2 Dreiecke. Und diese 2 Dreiecke können wir dann im Python-Skript eintippen. Das Squaring ist das, was wir zuerst machen. Und wenn wir sicher sind, dass alles square ist, also rechtwinklig, dann machen wir das Trimmen und Trammen, also hier von der Spindel, ne, und von der Achse. Das zeige ich euch dann auch noch, wie wir das machen. Da werde ich wahrscheinlich dann auch einen Messstein benutzen aus der Firma. Wenn ihr keinen Messstein habt, dann, ja, wie gesagt, nehmt eine 3D-Drucker, Glasplatte oder kauft euch eine Glasplatte, Floating Glas aus dem Baumarkt. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Das muss schon ziemlich gerade sein, was ihr da habt. Aber es ist halt immer die Frage so, wie gerade ist Floating Glas heutzutage. Ja? Also Floating Glas ist halt Glas, was heiß aus dem Ofen kommt und schwimmt dann auf seiner Flüssigkeit, Wasser, keine Ahnung, was das ist. Und dadurch nennt man es Floating, weil es halt schwimmt. Ne? Und dadurch wird es auch gerade, weil die Schwerkraft der Erde zieht das Glas gerade. Ja? Aber das heißt nichts. Die ganz große Frage, die dann immer wieder kam, wenn wir doch jetzt hier diese Platte drauf haben aus Aluminium und die ist noch nicht plan gefräst, wieso können wir dann die Achsen einmessen? Wieso geht das? Na, das geht deswegen, wie ich vorhin schon sagte, weil wir eine Referenzfläche erzeugen und mit dieser Referenzfläche messen wir dann entsprechend die Punkte aus, wo die Achse steht. Und dabei spielt es keine Rolle, wo diese Referenzfläche ist, die muss halt nur gerade sein zur Spindel, also senkrecht zur Spindel, nicht gerade, gerade ist falsch gesagt. Und anhand dieser Referenzfläche, egal wie krumm und schief unser Bett ist, können wir dann erstmal die Achsen abnullen. Ups, gegen das Mikro gehauen. Und mit dieser Einstellung der Fräse planen wir dann unseren Tisch. Und damit ist unsere Spindel senkrecht, alle Achsen sind winklig zueinander. Und da wir dann mit diesen Einstellungen, die tatsächlich ein bisschen krumm sein könnten, wenn wir damit dann unsere Baseplate plan fräsen, dann sind wir safe. Ja? Dann ist alles so gut, wie es sein soll. Und dann können wir loslegen mit Fräsen. Und das wolltet ihr sehen. Ihr wolltet ja die ersten Bewegungen sehen. Ich weiß, viele aus der Community, auch gerade die englischsprachigen, hello again, die haben natürlich schon gefragt, wann geht es endlich weiter? Wir wollen sehen, wie sich das bewegt. Ja, bald. Ja, es sind noch ein paar Sachen zu tun. Ich habe jetzt auch viel gearbeitet und das Wetter ist schön. Das heißt, ich bin viel draußen, bin viel unterwegs, gucke mir Sachen an. Ich bin dann lieber eher draußen, als was ich hier an der Fräse baue. Und dementsprechend müsst ihr jetzt ein bisschen entspannt sein. Ich habe ja schon gesagt, dass die Frequenz der Videos jetzt ein bisschen abnehmen wird, weil es ist Sommer und ich möchte einfach meine Zeit draußen verbringen und mit meinen Leuten und so weiter. Deswegen, ja, da dann ein bisschen kleinere Frequenz der Videos. Aber wir werden weitermachen, keine Angst, ja. So, Juti, das war's. Also das ist der Plan, der jetzt kommt. Den Tisch kann ich euch empfehlen. Der große Nachteil war, dass die Hölzer hier aus dem Baumarkt, die waren nicht rechtwinklig gesägt. Das war schade, da musste ich alle nochmal nachfeilen, damit die schön gerade sind. Weil das Ganze beruht ja auf der Rechtwinkligkeit dieser Hölzer. Und wenn die nicht rechtwinklig sind, dann das hat mich geärgert alles. Ja? Aber ach, was willst du machen? Es ist so, es ist Baumarkt. Da kannst du nicht ändern. Ja, Duty, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video und im nächsten Video werden wir dann schon so weit sein, dass die Aluplatte dann da ist und dann geht's los, Positionierung der Aluplatte, Löcher bohren, Programm vorbereiten, um die Befestigungslöcher von der Fräse bohren zu lassen für die Aluplatte und natürlich das ganze Lochmuster, was wir auch noch brauchen. Ja, ja Juti. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss, euer Chris.